Guten Tag, hallo liebe Leute im Livestream. Wir gucken jetzt hier den die E3-Pressekonferenz nach der relativ spannenden Microsoft-Pressekonferenz. Microsoft war noch nicht so schlecht, ne? Was können wir uns von EA erwarten? Ich habe eben schon überlegt mit dir, keine Ahnung. Battlefield, FIFA. Ja, Battlefield gab es ja schon. Ja, die Mirror's Edge 2 können sie vielleicht zeigen. NFL mit allen neuen Features, die es gibt. Ja. Also NHL? mich interessiert eigentlich nur FIFA, glaube ich. Alles andere ziemlich gar nicht. Echt nicht? Nein, Ja, was wollen sie? Ja, dann. ich hoffe, die zeigen Gucken 20 wir Minuten mal. Gameplay. Was willst du denn gern hören über FIFA? In der Totalkamera. Ganz ehrlich, das Schlimme ist, es wird sowieso die relevanten Dinge, die einen stören, wenn man es regelmäßig und oft spielt, die werden sie eh nicht ändern, weil sie es überhaupt nicht raffen. Dass du Stattdessen mal machen. verlierst. Nicht schlecht. Boah! Yeah! Ja, das ist schon mal. Viele Bilder auf einmal! Stand da gerade Dragon of Justice? Nein, Madden stand da. Plan für Zombies, Ach, ein neues Plan für Zombies haben wir angekündigt. Für Facebook. Ist das ein Facebook-Spiel? Ich meine, das soll für Facebook kommen. Ja. Uiuiui. Vielleicht kündigen sie auch ein neues Sims an oder entschuldigen sich einfach 90 Minuten lang über Sims. Hä? Simpsons. Ja. Meinst du, dafür, glaube ich. meinst du, zu Dead Space zeigen die nochmal was oder lassen sie es erstmal ruhen? Dachte, Oder kommt da gar nichts Das mehr? war nicht so erfolgreich. Ja, nicht so erfolgreich wie es sein Ja, soll. aber die lassen das Franchise nicht sterben, glaube ich. Also es wird nicht passieren, aber wenn sie jetzt vielleicht für die nächsten Konsolengenerationen eins ankündigen würden. Everyone to the download, a showcase of new games coming soon from all of us at Electronic Arts. We're here today at the beautiful Shrine Auditorium in Los Angeles with 4,000 people in the audience and millions more watching on TV and on the web. Everything you're going to see in this next hour is brand new code created for the PlayStation 4 and Xbox One. 11 great games presented to you by the talented developers who make them. These are the games that will define the new consoles when they launch later this year. It's truly a great year to be a gamer. From blockbusters like Battlefield, Madden, NFL, FIFA, and of course Need for Speed, to the return of favorites like NBA Live and Dragon Age. BioWare employees over there, and to brand new games like Titanfall from Respawn. On top of that, we've got some big surprises, so let's get started. And what better way to kick it off than with a beloved franchise that over the years has captivated millions of fans worldwide. Das ist aber schon mal ein Statement auch in Richtung PC, dass sie auch echt nur noch Xbox Ja, One ist und PS4 erwähnen, weil sie auch gesagt haben, dass die Engine, die sie für ihre Sportspiele haben, diese Impact Engine nicht für PC genutzt werden. Echt? Das ist so bitter. Ist doch Quatsch. Ach, das Inwiefern? Ja, natürlich ist es Weil Quatsch, doch die aber sie machen Konsolen es so trotzdem nicht. PC-nah sind. Also. Ja, ich verstehe es überhaupt nicht. Die haben über Jahre hinweg haben die immer die PC-Spieler angepisst mit ihren alten FIFA-Versionen und jetzt machen sie den gleichen Mist wieder. Was ist das? das ist Vielleicht was es Zombies. Nee. Doch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Doch. Das finde ich sehr lustig. Nein, ich finde das auch exklusiv für Oh, das ist ja auch so die Zombies. Wie sieht das hier aus? Ja, cool. So, was ist das jetzt? Könnten wir jetzt reden, wenn andere Leute reden? Oder? Ja, von Hublé auch. Ich rede nichts. Du bist ja so Thomas Müller. I'm on stage at E3. Announcing a third-person action title by PopCap. That is crazy. Plants vs. Zombies is crazy. Last month,
we launched PVZ Adventures on Facebook. And on July 18th, we'll be launching PVZ2 on mobile. But today, we're introducing Plants vs. Zombies Garden Warfare. Coming first to Xbox One and then to Xbox 360, this multiplayer action title, it won't just tickle your funny bone, it'll chew the whole damn thing off. So hold on to your traffic cones and please welcome the brains behind Garden Warfare, producer Brian Lindley and creative director Justin Wiebe. Thanks, John. In PVZ Garden Warfare, we've tried to capture everything we love about epic action games and blend it with everything our fans love about PVZ. We're about to show you an exclusive first look of our 4-player cooperative survival mode. We hope you enjoy it. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der bei PVZ immer an StarCraft denken muss, oder? Naja, okay. Er hat gerade gesagt, 4-Player Co-op Survival Mode. Das finde ich schon cool. Wie gefällt der Look, ob das dann auch wirklich so aussieht? Ja, irgendwie finde ich es ansprechend. Wobei das so ein bisschen aussieht wie aus einem lebendigen Adventure, der Typ. Ja. So der aus dem ersten Spiel auch. Ja, stimmt. Das Ding selber hat auch total was von hier Tim Burton und Nightmare Before Christmas. Ach, sehr gut. Okay, das sieht natürlich jetzt erstmal lustig aus, weil man jetzt auf einmal so einen Perspektivwechsel hat. Die Frage ist, ob das spielerisch auf Dauer auch motiviert. Ja, aber ey, sieht cool aus. Irgendwie finde ich es sehr Sieht erstmal lustig aus, ja. Die lustigen Erbsenpflanzen, die sehen ja auch alle aus wie aus dem Original Plants vs. Zombies. Hey. Boah, das ist cool, oder? Also sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich bin mal gespannt, ob das auch auf Dauer halt vom Konzept her lustig ist. Aber es ist schon die Xbox 360-Version jetzt, oder? Und keine Xbox One, weil da unten ja auch die Controller-Bezeichnung. Ja. Und es sieht ja jetzt Aber die werden aus, als ob es nicht auf einer aktuellen Konsole jetzt laufen würde. Nö, sieht schon besser aus, ne? Was, findest du? Ich denke auch, dass das Xbox One ist. Warum sollten sie jetzt Naja, also Xbox 360-Version? Wie heißt bei CSI die Rothaarige, die irgendwo im Computer sitzt? Das war so eben, glaube ich. da bin ich so Fan von. Nee, Kacke nicht. Wie heißt... Ach, sorry. Lady CRS? Nein, andere Krimi-Scheiße. Ja, mehr 4-Player Co-op-Games auf jeden Fall. Hat Valve eigentlich schon irgendwas rausgehauen? Ich hab nicht. Nee, die sind nicht auf der E3. Aber Glaub ich weiß ich. nicht, ob es ein Es gibt Fake Gerüchte war, über aber ich habe Half-Life auf 3, Reddit ein Bild gesehen von einer Halle auf der E3, wo ein Plakat war von Half-Life 3. Und es kann Fake sein, aber das sah auf den ersten Blick jetzt echt gut aus. Dann war es ein sehr guter Fake, wenn es ein Fake war. Ja, mal gucken. Cool, wie die Sonnenblume alles gibt. Ja, ja. Aber er ist auch super, weil die Arme so. Oh. Ich glaube, beim ersten Mal spielen ist es bestimmt total lustig, wenn man so die ganzen Dinge zum ersten Mal sieht und überrascht wird. Also ja, es ist so eine Comic-Grafik, aber ich glaube nicht, dass das ist die Lichteffekte und so irgendwie wirkt das ein bisschen wie Xbox One, nicht wie eine Hast du alte. gerade mal auch die Blätter gesehen von der Sonnenblume? Ja. Die sich alle einzeln so. Das. Ich glaube, das ist Xbox One. Go Gontor. Spoiler, Kleine. Bring your in to work, der ist auch gut. Alright, Zombots is bringing in the heavy hitters. You guys need to work together to take Gargantua down. Oh, die kleine Erbse, oh Mann. Nein, die kleine Erbse! Oh nein. Oh, cool, eine Drohne. Das ist so schlecht! Ja, selber Knoblauchdrohne. Sports strikes ready. Let's finish this thing. Das sind so Battlefield-Elemente. Ey, sau cool. Das ist echt cool. Guck mal, was da alles rumfliegt. Oh, nee, ist schon Xbox One. Nice work, Clan Team. Oh. Das hat mir echt gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das richtige Spiel ist, um so eine
Veranstaltung aufzumachen, aber Thanks, guys. That was amazing. Thanks so much. I'd say I was speechless, but I have one more thing to announce. Coming this year. Peggle 2! was denn? Ey, das habe ich auch so schlimm gelernt. Peggle fand ich großartig. Ach, Peggle, oh Ja. Mann. Aber er ist mir sympathisch so. Ja, er ist Ja, nerdig, ja, authentisch so, aber das finde ich auch besser als so einen glatt gestriegelten Typen. Also zeigen Sie doch mal was für Titanfall. Das hatte ich auch bei der Microsoft gesehen. Wie hieß, was soll Metal Gear nochmal? Phantom Pain? Hey everyone, we're here today unveiling Titanfall. Titanfall is the first game from Respawn Entertainment. It will be available in spring 2014 on Xbox One, PC, and Xbox 360. Game development is a team sport, and I consider myself lucky to share the passion of an amazing group of industry veterans and talented newcomers at Respawn. They've been hard at work on this game, so I'm excited to introduce them to you and let them share their vision. So we have a nice video for you. Enjoy. Und ich hatte es erstmal ein bisschen abgeturnt, ey, weil es schon wieder irgendwelche stampfigen Soldaten und Max, aber ich glaube, das spielt sich gut. First and foremost, we want something fun. There's so many games now that are just retreading old ground, and we really wanted to do something that was so fun and unique that we couldn't put it down ourselves. The thing that is most exciting about the project is Internet. that we're accustomed to seeing in single-player games and infusing that into a multiplayer experience. Even though it's a multiplayer game, we really wanted to create a single-player feeling world. We wanted to make the worlds a lot more compelling and relatable to the players. One, because you get an emotional attachment to it, and two, it helps in tactical awareness. You feel as if you're not just part of a multiplayer crew of, however many people. You're not just there with your friends, you're with this living, breathing world that reacts to you. You walk in and you're like, yeah, I'm the man. Like, you just have that vibe. Go, go, go! Take your squad up this road! The Titans are extensions or evolutions of modern experimental exoskeletons. We treat it as if you're looking at the ultimate evolution of a battle tank. We're really trying to redefine what you think when you see giant robots on screen. They're not lumbering, they're really fast, they're agile, they're fun. There's a lot you can do with them. We wanted to make a game that pitted two different kind of play styles and almost two different games on top of each other. Naturally, it was a real challenge to balance the two to make sure that the Titans felt quite agile and fairly quick without overrunning the pilots completely. The Titan versus Titan experience could almost be its own game, and the pilot versus pilot could be its own game. But what we found was the most interesting things happen when the Titan is fighting the pilot. As a result, our geometry and our levels has been built to accommodate both the scale needed for a Titan to get around, as well as a pilot to be able to get to all these different places via wall running, via double jumping, Before I go there. But it's really the interplay between the two that's really special. Because you can get in and out of your Titan at any time. It's a really quick, seamless interaction. And the IMC. Battle projection say it's going to be real close. If there's one thing that I want gamers to take away from this, it's fun. I'm very excited to see when you take something like this and you just put it in the wild and see what people come up with. You've got characters, you've got story, you have moments, things that people traditionally expect from a single-player game. Putting that all into a multiplayer game, and it's awesome. Sagt ihr einfach Bescheid, wenn es wieder da ist? Ach so. If you've been making games for as long as I have, you recognize those magic moments when breakthroughs in technology create a huge leap forward in gaming. We're at one of those moments right now. Gaming on the consoles will never be the same again. Microsoft and Sony have introduced powerful new systems, and just as important, EA has created all new software engines that will allow us to astonish you with epic new experiences. Engines provide a set of tools, huge amounts of codes, the physics, rendering, special effects, and AI that are foundation of every game. Engines make the hard stuff easy, which allows developers to focus on innovation. At EA, we've invested heavily
and 2 breakthrough engines that you'll see today. EA Sports Ignite and Frostbite 3 from our DICE studio in Stockholm, Sweden. All the games you see next are built on these new engines. We've been working on Ignite and Frostbite 3 for almost 2 years, and we're still discovering incredible things we didn't know they could do just a few days ago. That means, as good as these games are today, they're going to keep getting better. Our DICE studio is using Frostbite 3 to create an all-new blockbuster. Let's take a look. Nee, das war wohl nur ein Teaser, oder vielleicht kommt noch was. We are unbound. Free. We push the limits in the most powerful cars. We go where we want, as fast as we want. We are the law. You can't catch devils with angels. I am not you. I'm the life you're too scared to live. I'm the reality show. The catalyst. You want to know why I do this? I want to know why you don't. We are the end of your freedom. I will never stop. We will hunt you down. You'll never catch me. We will not stop. Will make me famous. We are everywhere. Fame will break you. You are my challenge. You are our target. You are my rival. Das letzte Mal online gespielt? Weil da konnte man ja Hi, auch and welcome to a new generation of Need for Speed, machen. led by Ghost Games, EA's newest studio. In Need for Speed Rivals, everything starts with the ultimate rivalry between cops and racers. Though you can play through this game offline, it is online that we are revolutionizing with a feature we call All Drive. All Drive destroys the line between single player, co-op and multiplayer, and it gives you one world and you choose ist jetzt, glaube ich, nicht so das populärste gewesen, aber Play it alone, ich hatte das erste Mal gespielt und fand es schon ziemlich cool eigentlich. Weil Battlefield im Star Wars Universum hat auch gut funktioniert. Aber das ist dann irgendwann abgesägt worden. Ich glaube, das war dann nicht mehr so erfolgreich. Dann haben sie Pandemic geschlossen. Aber jetzt mit Next Gen alles. Ja, klar. Oh. Ich würde auch über neues X-Wing vs. TIE Fighter feiern. Craig will be playing single player as a racer, and in a minute, James will be playing single player as a cop. As the two screens move together, you will for the first time experience a race that starts in single player and ends in multiplayer. And I will join in on the fun, calling in a helicopter to help James from my tablet. Scheiße, was hat er gesagt? Ich weiß es. Beide starten im Singleplayer-Modus. Einer als Cop, einer als Racer. Und an einer bestimmten Stelle wird es zum Multiplayer, so habe ich verstanden. Das ist ja bei mir immer anders. Ne? Ich starte im Multiplayer und bin dann ganz schnell Singleplayer. Oh, guck mal, aber sieht auch gut aus. Ach, sieht alles gut aus. Lappen, ey. Einfach nur so ein Lappen. Trant, du bist doch Rennspielexperte, sag mal was. Hab ich doch schon. Ach so, hab ich nicht zugehört. Ja, scheint nicht mit 60 Bildern zu laufen wie immer, aber ich finde, es sieht hübsch aus. Aber ey, irgendwie ist, wahrscheinlich sagt man das die E3 über jetzt noch 1000 Mal, dass alles geil aussieht. Ja. Aber will mich in der Natur beschweren, das ist doch cool. Ich hab irgendwie gedacht, dass 60 Frames jetzt Standard sein müssten. Ja, bei manchen Sachen sagen sie es ja nochmal extra dazu. Und ich finde es überhaupt cool, dass sie es thematisieren. Also viele Leute juckt das ja gar nicht. Ja, so eine flotte Polizei-Lamborghinis hier. Ja. Geh weg! Ja, ich muss nicht ran mit meinem $5 Millionen Auto.
Mit der Trailer-Musik drunter. Es stockt so ein bisschen. Ja. Und der Plan ist, die müssen sich jetzt... Ja, so. Er ist ein Smart Glass und unterstützt vom Helikopter sozusagen. Ach so. Das ist lustig. Aber die View würde ich gerne mal sehen. Also Ja. was das bedeutet. Hat er so eine Overview-Map und sieht sozusagen verschiedene Singleplayer-Spieler und kann die connecten oder was? Ich finde es ja eigentlich cool, dass sie das Smart Glass noch mal so ein bisschen einbinden, aber in der Praxis denke ich mir auch, das probierst du einmal aus. Ja, stimmt, wir hatten oben habt ihr die Karte. Finde ich nett, finde ich lustig. Aber was ich sagen wollte, wahrscheinlich probiert man es auch nur einmal aus und dann nie wieder, also weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, nur so als Beispiel Kais oder sowas, also wirklich, es gibt ja Passive-Spiele, die einfach Bock haben zuzugucken. Und da Smart Glass, also das ist auch der einzige Markt für Smart Glass eigentlich. Weil sonst mitten im Spiel irgendwie auf dein Handy gucken und ich bin auf Witcher 3 gespannt oder auf irgendwelche RPGs, die wirklich davon Gebrauch machen. Ja. Witcher 3 haben sie vorhin auch gezeigt bei Microsoft. Ja eben, aber da haben sie ja auch genannt, dass es halt tolle neue Features gibt, irgendwie Kinect, dass du halt irgendwelche Feuersprüche aussprechen kannst und Smart Glass irgendwas mit Inventory-Gedöns. Ja, ganz kurz, habt ihr es gerade gesehen, wie das von dem Ingame, der fährt auf den Grasstreifen und dann auf die Rampe zu und in dem Moment schneidet das in eine Zwischensequenz, wo die auf den Hubschrauber zufliegen. You know, as a gamer myself, it's really cool to be here at E3 to share a peek behind the scenes Sophia rastet aus. at our movie, Need for Speed. Just like the game, we're looking to give you an adrenaline rush that puts you on the edge of your seat. For the first few months, I've been racing around in some of the hottest cars in the world, including this custom Ford Mustang, my car in the movie. So, let's take a look. Enjoy and have a great Knubbelig das E3. Auto aussieht. Wie, er hat einfach nur gesagt, dass ich es cool finde. Ich hab's nicht gehört. Need for Speed is definitely accurate and authentic to real car racing culture. Oh, was ist hier los? So eine Art Motion Capturing oder was? Der Film ist My job as a director is I'm going to allow you that thrill and put you into the seat and let you drive at 230 miles an hour. Guck mal, der blutet beim Fahren. Ja. So schnell! Ist zu schnell! Ja, ja, hab mich jetzt, also Need for Speed reißt mich nicht so vom Hocker. Kickt mich auch nicht, aber ich kann auch nichts Schlechtes drüber sagen. I Das stepped ist in to schon help lead our studio into a next generation, which begins with Dragon Age Inquisition. We're creating a new RPG experience. For the first time, you'll explore a vast open world where your choices not only affect the story, but will also change the world around you. You'll lead an inquisition to restore order to a world in turmoil. You'll meet diverse and complex characters, some new and some who our fans will instantly recognize. Dragon Age Inquisition will launch in the fall of 2014. We're taking the time to craft a deep, captivating experience for you. With that, here's the first glimpse of the next generation of RPGs in our first trailer, The Fires Above. Das ist eine geile Bühne, wie die Leinwände da raus. I've seen more of this war than you can imagine. None shall be untouched by the fires above. Faith lies in ashes. How fragile alliances crumble to dust as this world is torn asunder.
Will you stand against it? Or lead this world to its bitter end? Master Chief. Ja, das ist so, kann man nicht so greifen, ne? Nee, ja. Ich meine, die waren vorher gerendert, die sind hinterher gerendert, das zeigt mir jetzt auch nicht so viel zu der Performance der neuen Konsolen. Okay, E-Sports. Ich habe Dragon Age leider nie gespielt, aber ich habe echt ein gutes gehört. Über 1 und 2. Ja, über 2 nicht so. Ja. Manche fanden es cool, manche nicht. Keine Ahnung, ich habe leider auch nie gespielt. Aber ich hoffe so, dass FIFA nicht wieder die Schwerpunkte auf die falschen Features legt. Das ist echt, auch jetzt mit dem 2013er Titel wieder in einigen Bereichen arg in die Hose gegangen. Hauptsächlich Online-Multiplayer-Features eigentlich. Ja, alles so, diese Impact Engine At EA Sports, we're proud of our past, our history and our legacy. But today we're unveiling the future. Our new games are built and powered by EA Sports Ignite. And today you'll hear more about how they come to life in 3 big ways. With human intelligence, athletes will have decisions and human-like instincts. With true player motion, how speed and agility creates dynamic athletic performance. And finally, living worlds, immersive sports environments and games that change with you every single day, based on the real world of sports. Here they are, our EA Sports games for Xbox One and PlayStation 4. Release, return. The physics of the dribble is release, return. So this release marks the long-awaited return of that hezzy crossover bounce pass that leaves ankles and calves. This release is the return of art to the science of dribble by Basquiat's, who dipped the ball in acrylic, take it to the paint, and turn Staples Center to Sistine Chapel, where hard physics meets art exhibit meets advanced analytics like, look, ma, both hands, no coding tricks or motion scandals. The game of basketball can finally handle my handles, because this release is the return of what every true baller knows. If you love something, let it go. Release, and if your game is tight enough, it will return. War beeindruckend auch. What a great way to express our focus and vision for NBA Live. Thank you to Sekou Andrews, the world's leading poetic voice. And who better to help me share that vision than NBA All-Star Kyrie Irving. How you doing? I am so excited to be back at EA Sports, leading the team in Orlando. Our focus is simple: to create a great basketball game exclusively for the Xbox One and PlayStation 4. Now, Kyrie, why don't you tell everyone why dribbling is such an important part of your game? Well, Sean, the dribble opens up so many different opportunities. You need freedom, creativity, and control. Without it, your options are limited. Kyrie, you've been to a lot of basketball games, but no one has ever done dribbling well. It's always lacked the depth of true ball handling, until now. It's our #1 priority. We're redefining the dribble with a brand new next generation technology called Bounce Tech. Now, Kyrie, when you were with us in Orlando, we talked a lot about different ways in which you break down your opponent. What's going through your head in those situations? What are you trying to do? In those situations, I'm just trying to be as efficient as possible, looking at different angles, looking at my defender's feet, and basically trying to be creative. I try all my new moves in games. That's how I play. Now, with Bounce Tech, for the first time ever, we're actually releasing the ball to physics. Up to this point, your hand was literally tied to the ball. Ball handling was completely unnatural and absolutely predictable. The ball was just along for the ride. Now with Bounce Tech, we separate the ball from the hand in every single dribbling animation. This gives the player unprecedented control and authentic responsiveness. It now becomes you, your opponent, and the ball, finally allowing for creativity and self-expression. And now you can't be creative without first understanding your opponent. Kyrie, we've talked a lot about how you scout each and every one of your opponents. Now, how does that help you in your game? Well, knowing every opponent is huge. Every opponent is different. They have different tendencies, different spots on the floor. Being prepared for
every different moment is really important, and you know, I take a lot of time to prepare for every game. That's exactly what this game delivers. The same data that all 30 NBA teams received will be pushed exclusively to the NBA Live gamer. And get this, not monthly, weekly, or daily, but within an hour after it happens. This has never been done before. NBA Live will be a new experience every time you pick up the controller. Nein, können wir nicht so viel zu sagen. It starts today, right here, right now. NBA Live is back. Now let's take a look at the first NBA Live 14 trailer, starring this guy. Rausfiltern, weil man gar nicht weiß, wie sich das im Spielfluss äußert. Manchmal sind die Dinge auch hinderlich. Today, we're introducing Madden NFL 25 for Xbox One and PlayStation 4. A game that looks, feels, and responds in a way you've never experienced Star Wars before. Battlefront gibt einen Mini-Teaser, wo du einfach nur einen AT-AT-Fuß siehst und naja. Und jetzt kommt erstmal Madden 25.000. Das interessiert mich leider auch wirklich gar nicht mehr gerade. Ja. Football hat mich auch nicht interessiert als Spiel. Weil ich meine, ich habe mittlerweile so die Spielregeln und so die im Laufe der Jahre alle gerafft fürs Football, aber das dann nochmal im Spiel alles umzusetzen. Ja, sieht cool aus. Also. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht könnte ich ja die Chance nutzen, mal über FIFA zu lästern. Weil mir das voll auf die Eier geht, dass die jedes Jahr den Schwerpunkt auf irgendein neues Feature legen, nur um sich abzugrenzen vom Teil davor. Und was EA halt einfach nicht auf die Reihe kriegt, ist, dass sie die Menüstruktur weiterentwickeln. Wenn du online spielst, geht dir das alles so auf die Eier. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du spielst online ein Spiel und es kommen, ich glaube, 5 oder 6 Zwischensequenzen, die alle nur in irgendwelchen spektakulären Kamerafahrten die Stadien zeigen, wie die Spieler einlaufen und dann die Aufstellung per Grafik einblenden. Das sind alles einzelne Strecken und die musst du skippen. Und die werden nur geskippt, wenn mehr als 50% der Spieler wegdrückt. Das passiert aber oft nicht, weil da irgendwelche Trolls das nicht machen. Und dann musst du dir teilweise vor einem Spiel minutenlang diese bescheuerten Intros, die immer gleich sind, geben. Und das Schlimme ist, du musst auch eine Halbzeit dir angucken, obwohl das bei vielen Spielen, bei vielen Modi kannst du auch nicht mal wechseln oder so, so dass du halt dir die Halbzeit einfach nur angucken musst und da passiert nichts. Und wenn du die dann wegdrückst, siehst du quasi einen schwarzen Bildschirm und wartest eine Minute, bis alle gedrückt haben. Obwohl in dieser Zeit auch keine Option für dich bestehen, irgendwas zu ändern. Und dann, wenn das Spiel vorbei ist, kommt nochmal die gleiche Scheiße wie am Anfang. Du musst 4 Sequenzen wegdrücken, bevor du das Spiel beenden darfst. Du kommst nicht aus dem Spiel raus, bevor nicht alle Spieler das weggedrückt haben. Und wenn die dann verloren haben, ist das letzte Mittel, was sie haben, um dich zu ärgern, nicht zu drücken. Und das machen die dann. Und dann musst du dir 2 Minuten lang Outros angucken und darfst nicht zurück ins Menü. Die einzige Option ist, die Konsole auszumachen, um rauszukommen. Oder halt das Spiel irgendwie so. Das musst du dir mal reinziehen. Hast du vielleicht Glück, wenn du dann Xbox One sagst, du einfach nur Xbox off und dann... Ja, Alter, ich bin aber noch nicht fertig. Und das fängt an bei dem, zum Beispiel auch bei dem Matchup-System. Wie du kannst keine Two-on-Twos machen. Das geht nicht. Du musst immer mit Leuten dealen, die dumme Trolls sind und Scheiße bauen. Und EA wird das nie ändern, weil die glauben, sie haben das perfekte System oder legen ihren Fokus auf irgendeinen Scheiß. Und das nervt mich total. So, Entschuldigung.
bin ich gespannt. Cuando salí, para mí, lo personal, el momento más tranquilo, ¿no? Oh nein, jetzt kommt erst nochmal Fußball. Okay, das hat man ja auch schon jetzt vor ein paar Wochen gesehen. We want to take the possession of the ball ich and frage take some risks sometimes. Das ist ein Lieblingsspiel. Is how we understand football. We like to keep the ball and have the control of the game. We like to have the possession most of the time and create chances from that. Yo soy un pasador, me defino así, y tengo que tener un movimiento por delante mío. Vivo de eso, vivo del compañero y que el momento del desmarque pues estés atento para verlo en el momento justo y adecuado. La sensación de marcar un gol es la sensación más gratificante, más vistosa, de más felicidad, ¿no? La culminación del fútbol. My life takes me to places all around the world, like Barcelona. I meet people from every walk of life, and no matter where I go, there are two constants. Everybody wants to talk soccer, and everyone is playing FIFA. My passion for soccer runs deep, and my respect for the team behind FIFA is just as deep. When I play the game, I can only think about what the development team behind the game are doing to make the FIFA I love even better. That's why I've been connected to FIFA in the past. That's why we're connected here today, and of course, in the future. But at the end of the day, I'm just one fan who loves FIFA, a fan who plays a lot of FIFA, and I cannot wait to see the next generation here today. So, let's get on with it. Here is Matt Bilby and FIFA 14. Everyone. Such a great fan of FIFA. Innovation is what drives our FIFA team. And this year with EA Sports Ignite, we're building an experience that will be the most authentic football game in history. Let's see some actual gameplay. We're looking here at Barcelona's Camp Nou. If you've ever wondered what it feels like to be right there with 100,000 passionate fans, now you will. Thanks to Ignite, our stadiums are alive. You'll now see and feel the reactions and emotions from both players and fans. And we have massive gameplay innovations we're unveiling here today. Now, you and every other player on the pitch have Kulisse, das ist wie bei Street Fighter der Hintergrund. Players can now make intelligent decisions with 4 times more calculations per second. Players like Xavi now analyze and respond to the action so they can anticipate and avoid contact. Maintain possession, ja, aber damit kannst du halt hausieren gehen. Ich muss es hören. And on the pitch, you'll move with the precision movement of a pro. The athletic abilities of players like Messi come to life as they explode out of each step and every turn, preserving their natural momentum. Finally, you'll have the freedom to make decisive cuts with the ball, to burst around opponents or dance between defenders. With elite technique powered by the memory of the new consoles, you now have the arsenal of stunning shots, creative passes, and magical moves you've always wanted. We've added hundreds of new skills to make the artistry of football come to life. With players who think intelligently, move like real athletes, and living stadiums that are full of emotion, nothing will match the exhilaration you feel when playing FIFA 14. This is the future of football that our fans have dreamed of, coming this fall on Xbox One and PlayStation 4. We are very proud to have a fully playable next-gen version of FIFA 14 this week at E3. Okay, das heißt, have fun playing FIFA, everyone. Es gibt Gameplay-Videos. Wird Gameplay-Videos geben und es wird vor allen Dingen auch auf der Gamescom spielbar sein, aber das war jedes Jahr so. Aber ich bin natürlich dieses Jahr noch mal gespannter als sonst, weil das jetzt wieder ein Schritt auf die neuen Konsolen ist. Und ich vermute eher, dass es im ersten Jahr, dass sie sich vielleicht ein bisschen schwer tun, auf die neuen Konsolen zu gehen. Das war... Meinst du, dass es erstmal ein bisschen schlechter wird, als es sein müsste?
Also ich weiß, dass es damals bei PES ganz krass war, als sie den Sprung auf die Next-Gen-Konsolen gemacht haben, aber das lag natürlich auch an Konami und deren Herangehensweise. Vielleicht... Okay. Oh nein, UFC. Das ist der weniger erfolgreiche Bruder von Michael Buffer, oder was? Time stand drauf. Bei MMA macht er zum Beispiel eine Ansage. Und er ist öfter mal bei High-Stakes-Poker und so im Fernsehen zu sehen. Schade. Ladies and gentlemen, the voice of the UFC. Guys, thanks for being here. Really appreciate you being with us today. Last year, here at E3, we announced a brand new partnership with the UFC. Our journey together has already been amazing. It's awesome to now be part of the fastest growing sport on the planet. Thank you. First of all, I want to say we are truly honored to be in business with you, my friend. The early stuff that I've seen from the game is amazing. But first, I want to tell you guys a little story that I told the boys over at EA about why this is a universal sport. First of all, I believe fighting was the first sport ever on this planet. Before a guy hit a ball with a stick, before a guy threw a ball through a circle, two men were put on this earth, somebody threw a punch, and whoever was standing around ran over and watched, okay? It's what I truly believe. And I'll tell you why this thing works everywhere. Because I don't care what color you are, what language you speak, or what country you come from, we're all human beings, fighting's in our DNA, we get it, and we like it. Anybody disagree with that? This game is going to be amazing. I'm so pumped up for all the fans all over the world. These guys do an amazing job from production to marketing, and fight fans everywhere will get to experience this game. Dana, thank you so much. Listen, you heard it here today. So now you get to feel what it's like when that cage door slams closed behind you. You get to feel the fight with champions like Hey, ich komme mir auch vor wie so ein Kind im Badezimmer vom Doktor, weißt du? Nicht mal ein paar Bauklötze hier zum Spielen. Ich guck gerade Comments. Ach, das mache ich jetzt auch. Ich lese jetzt auch ein bisschen. Hast du Hunger? Ja, hol mal Pizza. Ja, ne? Andere auch? Nee, ich hab eigentlich zu Hause schon was gegessen. Ja, was war denn das denn so lustig? Yeah, like for example, in my last fight, I was fighting a guy who was a magnificent wrestler. I knew he was going to try to take me down, so I took him down first. I did exactly what he expected me not to do, and that's what fighting is about. It's about improv skills and mixing it up. Aber es ist wohl deren So that's what it takes in the octagon. Wir haben es alle. But you want to be an ultimate fighter. You want to know what it feels like to be punched in the face. Nee, das kommt, glaube ich, nicht. Hier, Randy Couture erklärt es doch in den Expendables-Film irgendwie, glaube ich. Knorpel wird platt gehauen. Ja, irgendwas. Auf jeden Fall kommt es durchs Kämpfen. Und wenn du die mal anguckst, die ganzen Jungs, die jetzt mittlerweile Filme drehen, die haben alle diese Knüppelohren. Full Body Deformation, haben wir es schon. Hier, guck dir meine Ohren an, die sind genauso im Spiel. Listen, these are just two of our new gameplay features, but there's a lot more to come. The game launches worldwide on Xbox One and PlayStation 4 next spring. Like I said before, Sie sagen aber auch nicht mehr, ob das noch für die Alten rauskommt, ne? Also, ab und zu, also. Hier dieses Plants vs. Zombies kommt doch noch für die 360. Glaube ich. It is said that the first sport, the original main event, that thrilled the masses, considered the greatest spectacle of all, was the fight.
Ja. Alles so amerikanisch, ne? Ja, und Golf kommt nicht mehr, oder was? Schade. Gofel. Ich hätte mitzählen sollen. Ich würde gerne wissen, ob Battlefield einfach das letzte ist. So people talk about next generation gaming, Das but haben wir doch bei what does that really Microsoft schon mean? gesehen. For us at DICE, it's not just about pretty graphics. It's a total Patrick Bach. package of emotion, immersion, and being Der connected Silas-Darsteller that heißt really doch Patrick counts. Bach, kennt ihr? The next generation of Battlefield stands Anna, for many der Typ im things. Rollstuhl. Ja, klar. Only in Battlefield can you experience Jack Holborn. destruction and dynamic environments Dieses that Pirat. react to your every move. Ja, ein bisschen aus It's wie a design Simon. we called Levolution. Only in Battlefield will you feel the chaos of all-out war with 64 Oh, es gibt mehr Regen in players Battlefield all around 3, you. 4. Only in Battlefield will you have the power Noch to mehr dominate Tropfen air, auf der land, Linse. and sea. And only in Battlefield will you experience true team play with your squad. Oh. So in Battlefield 4, we are giving you Commander mode. Cool. Cool. As a commander, thank you. As a commander, you take a bird's eye view and directly impact the action on the ground. You provide critical intelligence to your team and with powerful assets, and you help turn the tide of the battle. Now, Commander Mode is a part of a connected Battlefield experience, which you can enjoy either in your living room or on the go with your tablet. Part of that connected experience is also Battle. And this is our social network that lets players communicate and compete with friends. With our new features, you will be able to interact directly with the game anytime, anywhere, and on multiple devices. Von einzelnen Von Soldaten. einzelnen Soldaten, genau. Dass du nicht nur in diese Übersicht bleibst und Drohnen steuern kannst oder sowas, was ja wahrscheinlich hier stattfinden wird. Aber vielleicht kannst du die Drohnen. To showcase Ja, the sag ich ja, massive das wird scale wahrscheinlich and stattfinden, scope, aber we're going to need a little help. ich finde das schon geil, What wenn you're die about halt to auch see Spieler is a multiplayer map called sozusagen. Siege of Shanghai. Cool. Siege of Shanghai, also das spielt immer einen fiktiven Konflikt dann in der Isn't that Zukunft oder awesome? was? We have 64 players who will be playing this game live right now. Orchester. 64. I know. In einem You will be Spiel. able to tune in all week during E3 to see the 64-player In einem live Spiel. stream on battlefield.com 32 gegen straight 32. from our booth. Kann sein, And ja. in this demo, we'll be following Alex and his 5-person squad as they try to Oh, the capture the tank control map. points to dominate the battle. Lustig So wäre das Alex, denn? take it away. Bin ich gespannt. Das ist cool. All right, guys. There's quite a few people watching tonight, so let's not screw this up. Let's do this. I'm pumped. Pumpt! Das ist neu, das hab ich auch schon zweimal gehört. Pumpt! Die haben alle Reeboks an, oder? I'm hard and I'm Trant, and we like to pump you up. This is your commander here. Please move in and attack point B. Roger, we're on it. Funktioniert aber eh nie online. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hostiles. Auf der anderen Seite, ich meine, guck mal, Dennis, ohne Augen zu, etc., Kaschke, die sind ja eh schon ein festes Spot. Und wenn jetzt einer als Commander vielleicht noch mehr Möglichkeiten hat. All right, nice work, guys. Ist sowas wie Headquarter oder Domination? All right. Okay, team, please move Ja, up welcher to Modus weiß ich, point die C. nehmen halt die I'm Flaggenpunkte giving ein, you ist ja order. Ja, klassisch. da unten, guck. A, B, C, D, E. All right, guys, we have a tank up here. I got an idea. Alex, come down here and take out the support pillar. I got C4. All right. Try this. Nice. Boah, das geht alles kaputt. Oh, wie krass! Oh, zufällig! Wie du Zufall anfangen. Let's move. Hey, du hast ja bestimmt bis in meinem Schritt. Ah, Watch out for the Jeep. kann man mal machen. Alter, was? Das läuft aber ziemlich glatt bei dem, oder?
Alex, there's an attack boat down here. Let's go in it. All right. Point C is on top of the skyscraper, guys. On top of the skyscraper. Geile Map auch irgendwie, ne? Arschgroß auf jeden Ja. Fall. Ja, wie eine richtige Stadt. Nice. Incoming attack heli. Bail out. I'm out. Right behind you. Das wirkt aber irgendwie gar nicht so wie Krieg, sondern eher wie so ein scheiß großer Vergnügungspark, ne? Okay, jetzt alle ins Boot einsteigen. Jawohl, etwas schießen. So, jetzt dürft ihr Jetski fahren. Okay. Alles kaputt machen. Boah, Mann. Es wäre schön, wenn die auch mal draufgehen, aber natürlich wird es nicht passieren. Alright, let's clear the top floor. Wir fahren mit dem Fahrstuhl, ey. Mhm. Clear. Ja. Alter. Was ist was? Oh, chopper's back. Ja. Super. Super, Alter. Ja, ist okay. Der hat genauso gerade das wieder auch, ne? Mega. Ey, aber selbst wenn es irgendwie geskriptet ist, wenn es so eine Kür ist, die gerade aufführt, ist es auch ziemlich geil. Ja. Guys, you feel that rumbling? Auf jeden Fall. Der Hubschrauber hat ihn zumindest noch nicht getroffen. Alter. Looks like we have some tanks over here. They're trying to take this building down. Commander, we could use some help here. You got anything? Yeah, sure. I'm gonna send in the heavy artillery. Here comes the missile. Firing. Da haben sie den Commander aber ein bisschen zu früh eingeblendet. Alright, I see it. Oh, Incoming. oh fett, oder? Irgendwie find's cool. Alter. Wo geht die hin? Achso. Ja. Hellfire oder was? Boom. Alle. Nice. Right on target. Thank you. Das hätte ich jetzt gerne gesehen, wenn das Hochhaus kollapst wäre. Mit denen drin. Das hättest du gerne gesehen, ne? Ja, klar, logisch. Wirkt schon ein bisschen schief. Ja, das stimmt. Mhm. Aber da ist eine Fahne drauf. Get out! That building is unstable. Kommen die You better get falsch out. rein. Jump! Building's going down! Ach was. Jetzt komm. Tatsache. Alter. Okay, alles klar, doch, das ist super. Das ist super. Jawohl, ey. Ey, wie krass. Ich meine, das war eben noch ein Stück Level, wo du reingehen konntest. Ja, im Jetzt ist es Multiplayer. weg. Ich meine jetzt mal ehrlich. Das ist das Erste, was zersägt wird. Also ich meine, das schreit doch quasi danach, dass dann alle Leute irgendwie sich an irgendein Haus stellen und so lange reinrotzen, bis es nur noch Schutt und Asche irgendwie ist, oder nicht? Ja, aber geil. Ja, wenn sie halt Gut, aber du kannst ja abhauen. Und was ist mit der Fahne, die da oben drauf ist? Mit der was? Naja, da war doch eben so eine Fahne drauf. Ich glaube, ich habe da eben noch eine andere gesehen. Ich glaube, das war einfach nur so. Okay. Oder? Ah, du meinst einen Siege-Point oder Das was? war ein Siege-Point. Nee, da stand da noch oben. mehr Fahnen. Ich meine, was bringt mir so ein Siege-Point, wenn ich den runterreisen kann? So, ja? Also da oben meine ich. Wird ja trotzdem noch zu nehmen sein. Now, before we Yeah. leave, Reise ich we hier have a rüber. bit of a surprise for all you DICE fans out there. For many, many years, you've been asking for one ich bin specific beeindruckt, muss ich thing. sagen. Well, it's time for us at DICE to deliver. Have a great show. Thank you. Was das? Nee. Haben sie noch irgendeine Secret? Oh, was ist das?
Aber ich hab's gerne gespielt. Faith is back. Mirror's Edge, everyone, coming from our incredible team at DICE. So there you have it. 11 fantastic titles to define a new generation in gaming. For those of you lucky enough to be at E3 here in Los Angeles, you'll be the first to get your hands on our Xbox One and PlayStation 4 titles at the EA booth. Join us for 64-station multiplayer Battlefield 4, as well as for Need for Speed Rivals and the EA Sports Ignite experience. For those of you at home, get ready. It's going to be a great year for gamers. Thank you so much for joining us. Enjoy the show. Thanks, everyone. Das war's. Ja. Ja, wollen wir mal quatschen? Wollen wir ihn mal ausmachen? Oh, ist das Geoff Knightley mit Sonnenbrille? Ja. Da waren wir Pizza. Du willst nur mal einen Schluck Wasser trinken. Willst du Apfelschorle? Ich hab hier Apfelschorle. Nee, mein Wasser steht da hinten. Ja. Ja, Geoff ist still. So. Budi, ja, wird's dir gefallen? Naja, Verhalten. Also ich muss echt sagen, was aber auch klar war, ich habe jetzt von EA jetzt nicht so mega krass viel erwartet, ehrlich gesagt. Star Wars Battlefront hat mich überrascht, muss ich sagen. Wobei ich auch genau in dem Moment, als diese 5 Sekunden gezeigt wurde, leider auch nicht hingeguckt habe. Ich habe nur noch das Emblem und diesen letzten Stomp gesehen. Trotzdem überrascht auf jeden Fall, dass sie was gezeigt haben. Bin ich gespannt. Was denn? Nix. Du guckst so misstrauisch. Nee, überhaupt nicht. Ich warte auf einen Gag von dir. Hier auch. Garden Warfare sieht spaßig aus. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das weiß ich halt nicht. Also das ist einfach nett und lustig so. Das ist jetzt nichts, ist auch kein Kaufgrund einer neuen Konsole und sowas. Das ist klar. Das ist einfach ein nettes Spiel. FIFA weiß man halt nichts. Also das ist halt exakt das gleiche Blabla wie letztes Jahr, dass sie noch mehr an der Engine gearbeitet haben. Die erzählen einem, da gibt es Ingame-Footage zu sehen und dann machen die einen Zusammenschnitt aus einem TV-Übertragungskamera-Winkel. Kein Mensch spielt dieses Spiel so. Das ist nur typisch wieder Eye Candy. Das ist, ich meine, es ist okay und so, aber da ziehe ich jetzt nichts draus. Ich meine, ich habe wirklich keine neuen Informationen zu FIFA bekommen. Null. Keine Ahnung. Über Ignite zum Beispiel kann ich auch nichts sagen. Finde ich einfach nur technisch interessant. Keine Ahnung, was da jetzt dahinter steckt irgendwie. Von wegen Engine-Technik etc. und Frostbite. Was jetzt klar logischerweise echt geflasht hat, war halt Battlefield. Also Multiplayer, 64 Spieler, flüssig. Und das fucking scheiß Hochhaus ist halt wirklich zusammengebrochen. Oh ja, also das muss man echt mal sagen. Also das ist so was man sich immer gewünscht hat. Was bei Battlefield sowieso schon geil war, wenn du halt in so einem 3-stöckigen Rohbau standst, weil das schon möglich war irgendwie und das halt während des Fights kaputt gegangen ist. Und jetzt ist es halt so ein Bürokomplex-Ding aus Glas. Ich frage mich nur, wie das funktioniert. Also was geht kaputt und was nicht? Dieser Panzer, der in die Straße eingebrochen ist, das ist auch so ein Ding. War das jetzt ein vorgefertigter Spot, wo die Straße einbrechbar ist, sag ich mal? Ich glaube schon. Also so sah das für mich aus. Die haben ja so eine tragende Säule abgeschossen, so, keine Ahnung. Das muss bestimmt so Weak Points irgendwo. Ich kenne das jetzt nur von. Wäre geil, wenn jedes Areal so einen Weak Point hat, weil den kannst du ausnutzen. Und da stehen wahrscheinlich, also man kennt ihn ja relativ schnell, da dürften natürlich die meisten sich da nicht mehr raufstellen oder so. Obwohl, aber genau. Ich meine, wenn du da über die Straße rennst, weißt du, was gerade unter dir drunter ist? Also bei so einer großen Map, ich meine ehrlich, ich habe mir gedacht, als ich das gesehen habe, da brauchst du ja Jahre für, um da wirklich jeden Winkel und jeden Weg irgendwie zu kennen. Ja? Und da könnte dann der Commander sagen, für die Soldaten, die unten im Untergrund sind, könnte der Commander sagen, okay, sprengt jetzt die Straße. Das habe ich jetzt, das ist schon wieder geil. Aber das habe ich jetzt legen und dann das habe ich jetzt gerade nicht so, richtig mitbekommen auf jeden Fall. Ist der Commander Mode nur über Smart Glass, also nur über das kann ich mir nicht nächstes vorstellen. Device irgendwie verfügbar. Weil das ist ja nichts, was mit der Konsole mitgeliefert wird. Oder was heißt mit der Konsole? Das ist ja nichts, was jemand zwingend hat. Es ist aber auch nichts, was du zwingend brauchst. Also nö, aber das wäre ja wirklich, es sollte ja auch nutzbar sein, wenn du sowas nicht hast. Aber hättest du, jetzt mal ehrlich, hättest du Bock drauf, die ganze Zeit nur auf dieses, sag ich mal... Ich sag ja, ausschließlich jetzt vielleicht nicht so. Also ich meine, diejenigen, die halt Artillerie oder sowas benutzen können, kennt man ja die Spieler halt. Die haben am meisten Punkte oder oftmals am meisten Punkte halt, die halt die Gadgets nutzen. Und ich weiß nicht, wie das mit dem Commander-Mode ist. Die wird irgendein Achievement-System wird ja dahinter sein. Weil sonst werden sie auch niemanden zum Commander-Mode kriegen. Aber wenn ich da jetzt wirklich an kompetitive Matches denke, irgendwie, keine Ahnung, also wirklich mal ernstzunehmende, siehe Call of Duty, dieses fette Turnier, was sie gemacht haben, jetzt aber Battlefield-Style, wie viele strategische Möglichkeiten du alleine hast, eben weil du bestimmte Sachen kaputt machen kannst, das finde ich fett.
Ja, also finde ich zumindest, weil du es interessant, koordinieren so. kannst. Ich meine, Sag ich ja. Ich schätze mal, er hat ja wirklich gesagt, hier Jungs, also was halt schade war, ich hätte gerne mal eine andere Perspektive außer hier dem Hero da gesehen, wo zum Beispiel halt die Jungs, die da eben mit diesem Kameraschwenk an den Monitoren vorbei, die einfach nur irgendwo unten stehen und irgendwie einfach nur, keine Ahnung, Sperrfeuer machen, damit die anderen irgendwie in Ruhe den Punkt einnehmen können oder sonst irgendwas. Oder verhindern, dass irgendwelche Panzer aufs Gebäude zurollen oder sowas. Sowas hätte ich gerne nochmal irgendwie ein bisschen mehr in Abwechslung gesehen. Und das halt zu koordinieren so. Ich weiß nicht, ob ich da immer Bock drauf hätte und ob das nicht irgendwann so ein Posten ist, wo du sagst, ey, heute musst du das machen. Oh nee, ich hab Wie, was? Sperrfeuer? Ich muss gerade nur an Simon denken. Du kannst doch spielen, wie du willst. Ich meine, Battlefield kann man doch immer spielen, wie man will. Und wenn du halt der Engineer sein willst, der Fahrzeuge repariert, dann wird es da auch so gehen, denke ich mal. Ja, aber bei so einem großen Match, ich glaube, da kannst du gar nicht anders als mit so einem Commander spielen. Also das war jetzt, fand ich, sehr geskriptet oder wie gesagt, das war bestimmt alles einstudiert, wie wer was zu laufen hat und so. Hier, Helikoptertyp kommt jetzt schon mal schnell an der Fenster von hochgeflogen. In dem Moment, wo wir den Fahrstuhl hochkommen. Genau. Das übrigens, da habe ich mich auch gefragt, ob jedes Stockwerk begehbar ist. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt, dass es wahrscheinlich nicht. Dass man den Fahrstuhl nehmen muss und dass man dann nur ganz gewisse Punkte oder ergänzend, was passiert, wenn du noch in dem Gebäude bist und es stürzt ein. Wäre lustig. Kannst du runterlaufen oder bist du in dem Aufzug, wirst du zusammengequetscht oder was? Oder kannst du vielleicht noch irgendwie aus dem 3. Stock irgendwo runterhechten oder so? Also wahrscheinlich nicht. Das ist halt auch so eine Aber Frage. trotzdem, also ich meine, da geht jetzt die Fantasie durch irgendwie so. Ja, aber trotzdem schon flashig, das zu sehen. Und also wie gesagt. Die kurbeln sie ja an. Also ich meine, wann siehst du so ein Haus einstürzen irgendwo? Ja, eben jetzt. Ich fand es eigentlich auch geil, was die da für Fahrzeuge aufgefahren haben. Also diese Fahrt durch alle Vehikel durch, sag ich mal. Erst mit dem Helikopter landen, dann kurzes Untergrundgefecht, dann Bootchen fahren. Ach nee, zwischendurch war auch mal der Jeep oder der Truppentransport oder was war das? Keine Ahnung. Dann diese Jetskis. Ja, so beschossen halt. Ein bisschen was von GTA gehabt. Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Du meintest auch, das ist so wie so ein Spielplatz und gehen wir mal ein bisschen hier Boot fahren und mal ein bisschen Heli fliegen. Abenteuerurlaub für Männer. Das sah schon gut aus. Mich würde auch interessieren, die sterben wollen. Ja. Mich würde auch mal interessieren, weil ich meine, das sah schon fett aus, gerade von oben logischerweise, aber wie groß das Areal denn jetzt wirklich war, weil klar mit der Weitsicht und logisch, dass es auch einfach nur aufgedröselt ist, aber ist wurscht, trotzdem würde mich das interessieren, weil 64 Spieler. Also es gibt natürlich immer Spots, die relevant sind und zwischen denen man sich bewegt und dann gibt es auch wahrscheinlich immer ähnliche Routen, aber das Geschehen wird sich wahrscheinlich wirklich konzentrieren auf Hotspots, schätze ich mal. Also. Aber geil. Wasser, ich meine, du konntest aufs Wasser rausfahren, schon da war geil. Ein anderes Boot, was da lag. Ja, also stell dir mal vor, da kommen einfach irgendwelche Leute auf die Idee, komm, wir fahren mal weiter raus und fetzen sich da hinten irgendwo. Also ja, also das ist ja dann für den Spiellauf nicht sinnvoll. Nein, ist es nicht sinnvoll, keine Ahnung, aber das kann ja alles passieren, wenn es halt zu groß wird. Ja. Ja. Lustig, ey. So lustig. Also ich wäre versucht, irgendwo einfach mal so weit rumzurennen. Ich würde jetzt als Commander direkt erstmal nonstop irgendwelche Raketen auf irgendwelche Gebäude schicken, einfach um zu gucken, welche alle kaputt gehen. Ich glaube, das wäre so meine erste Vorgehensweise. Irgendwie. Ja, das wüsste ich auch gerne mal. Ja, den Feind unter dem ganzen Getrümmern da begraben. Ich kenne es jetzt nur von Bad Company, wo die Gebäude halt nicht komplett zerstörbar waren. Kennt ihr? Also da waren die Gebäude hatten ja auch tragende Elemente, die unzerstörbar waren. Raus, ne? Genau. Ja. Dann hat es natürlich keine Deckung mehr, wenn die Wand weg war, aber das Haus stand immer noch. Also bei Bad Company 2 sind die Dinger auch eingestürzt. Oh, echt? Die sind komplett in sich eingestürzt. Halt die Schnauze. Ja, ey, ansonsten tatsächlich, ich muss auch sagen, klar, Madden ist jetzt einfach nicht meins, einfach nur, weil der Sport nicht meins ist. Und es war klar, dass EA ihre Sportspiel-Action da irgendwie zeigt, das war halt einfach nicht so prall. Und nicht so interessant. Oh, schon. Also das war so despektierlich, das geht gar nicht, ey. Du blöder Sack. Aber ich esse es trotzdem. Ich wollte dir ein Stück anbieten und das ist auf dich raufgerollt. Dankeschön, ich esse es trotzdem. Sehr nett von dir, Nils. Ja, Madden ist nicht dein Ding, Entschuldigung. Ja, schmeckt auch schon bald. Jetzt esse ich auch, jetzt musst du reden. Ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Also für mich gab es ja jetzt keine, also es gab gut Star Wars Battlefront 2, das wurde natürlich dann auch ein bisschen gefeiert, aber da hat man nicht mehr zu gesehen, da will ich ja gar nicht drüber reden oder spekulieren, weil da hat man nichts zu gesehen und das ist, finde ich auch frech, wenn man so wenig zeigt, dass man dann jetzt anfängt zu spekulieren, da will ich gar nicht mitmachen. Und alles andere hat mich jetzt echt nicht, also mich persönlich nicht so interessiert. Need for Speed hat mich persönlich nicht interessiert. Die Sportspiele. Oh nein, guck mal, wir sehen hier gerade die ganze Zeit irgendwie das XCOM Declassified. Okay. The Bureau. Aber das ist ja jetzt, gehört ja nicht mehr dazu. Ja, also für mich persönlich war wirklich das Wichtigste einfach, weil ich, obwohl ich meckere, jedes Jahr aufs Neue endlose Stunden damit verbringe, ist FIFA. Und da habe ich ja auch schon so einen kleinen Rant
in der Mitte der Präso des Footballspiels gehalten, was mich jetzt, welche Befürchtungen ich habe. Und da werde ich wieder so viel spielen, deswegen ist es für mich das Wichtigste. Und Battlefield fand ich auch interessant. Ja, und damit bin ich fertig. Also Battlefield hat mich dann doch geflasht, auch wenn es nur ein Shooter war, aber fand ich sehr beeindruckend. Das Garden Warfare fand ich sehr sympathisch. Das ist wahrscheinlich auch nur Eye-Candy, nichts, was ich wahrscheinlich länger spielen würde, aber irgendwie hat es mich total angemacht. Sympathisch trifft es irgendwie. Ja, voll, also fand es echt gut, weil die so super lustig aussehen, die Pflanzen, und es ist auch geil animiert und auch grafisch generell hübsch und die Zombies sind echt auch gute Kumpels, Mann. Und immer happy, ne? Und was war das? Dragon Age Inquisition gab's noch? Ach so, ja, gut, war nur ein Trailer. War nur ein Trailer. Ja, und Star Wars Battlefront, ey, da kann man jetzt nichts zu sagen. Also es war ja damals ein Battlefield-Pendant, sag ich mal, im Star Wars-Universum. Und jetzt mit der Battlefield 4 hat sich die Messlatte gerade nochmal krass verschoben. Also am Ende ist Battlefront wahrscheinlich so wie ein aktuelles Battlefield und dadurch einfach mal ein Stück unattraktiver. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also vielleicht gibt es auch einfach einen Grund, warum sie ewig kein Star Wars Battlefield mehr rausgebracht haben. Also wenn ich mir das vorstelle, was technisch von mir ist halt auch bei Comedy 2 oder keine Ahnung, was möglich war. Und dann einfach nur in dem anderen Gewand, halt im Star Wars Universum, keine Ahnung, irgendwelche Maps sind dann im Death Star oder du kannst halt wieder in deinen X-Wing steigen und das ist schon fett. Also muss ich schon sagen. Da bin ich dann aber auch ein bisschen Nerdboy und Star Wars Battlefront hat mir echt Spaß gemacht. Fand ich großartig. So. Ja, ist natürlich auch geschuldet, dass das Star Wars Franchise jetzt nochmal sehr prominent in den Mittelpunkt gerückt wird. Das sind die natürlich dann direkt vorne mit dabei. Also es ist ja kein Zufall, dass das nach der Ankündigung, dass Disney Lucas gekauft hat und die jetzt die ganzen Filme machen und da wird ja noch viel mehr noch kommen. Aber so groß, wovon hier EA-Chef erzählt hat, von wegen super krasse neue Überraschungen, Star Wars Battlefront. Ja, okay, Garden Warfare eventuell, aber das ist halt... Ja, das war's. Ja, eben, und halt Battlefield 4, das habe ich so halt noch nicht gesehen, dass es halt so flashig sein kann, aber war jetzt letztendlich auch irgendwann zu erwarten. Irgendwas müssen sie ja letztendlich auch noch toppen mit der neuen Engine und mit den neuen Sachen. Was ist das? Ach, UFC. Sind wir fertig, wa? Eigentlich schon, das war die Pressekonferenz von EA. Wir haben nachher noch Sony, ne? Wann geht das? Um 3? Ubisoft ist das nächste. Und dann haben wir noch Ubisoft. kommt auch noch um 12, ja? Oder? Nee. 12. Immer durcheinander. Ubisoft ist um 12 und ab 2 dann Sony. Bin ich gespannt. 3, glaube ich. Ab 3, ach stimmt, 3 bis 5 war das, ja. Ja, das wird auch nochmal ein Highlight. Oh, scheiße, ey, ob ich das schaffe. Ich würde es mir saugerne angucken, ey. Das wird nämlich eigentlich die spannendste PK. Sony, ne? Absolut, ja. Ja, aber für den Moment machen wir jetzt hier erstmal Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind die ganze Nacht für euch da in unterschiedlichsten Besetzungen und viel Spaß mit dem tollen Abend noch.